Ja, guten Tag miteinander. Honda Camino. Ich habe ein Foto gemacht. Wir setzen heute den Motor zusammen. Ich mal rauf. Das Rädchen rein, Motor rein und dann mal schauen, wie das Ganze passt. Ja, aber das stimmt überhaupt nicht, oder? Nein, nie. Für mich wird es sehr spannend. Ich glaube, da passt die Hälfte nicht. Aber wir werden es sehen. Der braucht schon Luftfilter. Schau jetzt, da hat es irgendetwas. Das passt jetzt nie. Wirklich schlimm. Das ist ja Oberkatastrophe, oder? Jetzt müssen wir irgendwie in die basteln, das Zeug. Schau. Dann geht die ganze Scheiße auseinander, oder? Das ist unmöglich. Keine Chance. Da haben wir das Motorli. Da ist bereits auch schon die Kurve drin. Ich habe die alte wieder genommen, weil man kommt zwar neu über, aber nicht genau für diesen Typ. Das heisst, der Schmierschneckenrad, sage ich jetzt dem einfach einmal. Das ist ja das Kugellager geschmiert wird. Das hat es nicht bei den neuen. Und auf dieser Seite vom Variomat ist es leider ein bisschen anders. Man würde es anbringen, man müsste ein bisschen Büchsli drehen und so. Dann gächte das, aber ich muss jetzt ehrlich sagen, die hat wirklich fast null Spiel und fühlt sich sehr gut an. Und was sie natürlich auch hat, sie hat Anlaufscheiben, also sie macht eigentlich einfach ein bisschen einen besseren Eindruck als die nachgebaute. Klar, es ist wie immer, es ist eine 50-50 Chance. Originalkurbelwelle bin ich nicht der Fan zum drin lassen, aber in diesem Fall probieren wir jetzt das. Die Zimmering und die Lager sind bereits neu eingepresst. Das heisst, wir können das zusammenstecken. Das ist ja eine ähnliche Konstruktion wie Peugeot oder Ciao. Und ich habe jetzt ganz einfach auf dieser Seite, ich habe die Kurve im Drehbank eingespannt, und da der Lagersitz einfach wirklich nur mit dem Scotch, zuerst mit einem 240er Schleiftüchchen ein bisschen, so ein Hundertstel, 2 abgenommen. Einfach, dass man auf einer Seite einen Schiebsitz hat. Weil ich habe das Ding ja fast nicht auseinandergebracht. Und das ist natürlich immer das Problem, wenn beide Seiten einen Presssitz haben. Also einen Lagersitz haben, der hat 0 bis 200 minus, oder also warm-kalt zum Aufpressen, zum Aufschrumpfen. Jetzt haben wir auf einer Seite kann das ganze Zeug schaffen und wir bringen es sehr, sehr ring auseinander und wieder zusammen. Da Dichtungen, das ist sehr geil, da haben wir alles bekommen. Und ich bin wirklich gespannt, wie das Ding geht. Also die 2 Führungsbüchsen. So. Ich habe jetzt da auch überall neue Schrauben, Inox, und die mache ich mit ganz wenig feinem Loctite an. An jedes Gewinde gehört Fett oder Loctite. Also trocken, gerade bei Chromstahl, das Schlimmste ist natürlich Chromstahl auf Chromstahl, das ist die Oberkatastrophe, das frisst gerade an. Tönt unbedingt immer irgendetwas an, entweder Schmutzi oder dann ein Tröpfchen Loctite. Wenn man so ein bisschen auf ein bisschen Leistung geht, dann muss man ja davon ausgehen, dass die Kurbelwelle und alles natürlich niemals so lange hebt, wie wenn es original ist. Und deshalb ist man sehr froh, wenn man das zusammenbauen, wenn man da etwas dran hat, weil es ist halt einfach wirklich ringer, um es dann wieder zu zerlegen. Ich sage mal, wenn so ein Motor, wenn der original 10'000 Kilometer macht, dann macht er halt einfach medium getuned, sage ich jetzt eben mal, macht er halt dann vielleicht nur noch 2'000, 4'000, 5'000, oder? Jetzt montiere ich zuerst den Zylinder und dann die ganzen Anbauteile. Ist dann fast ringer im eingebauten Zustand, weil dann haben wir quasi den Motor schon wie eine Halterung. Das habe ich natürlich vorab, die Stehbölzer sind draussen, geputzt und wieder montiert. Wir haben hier einen Polini-Zylinder, für den habe ich mich entschieden. Es ist wirklich noch geil, das Zeug, das passt alles wunderbar. Also man muss die Überströme nicht bearbeiten, gar nichts. Das ist alles schon im Originalgehäuse schon vorhanden. Auch hier Dichtungen, alles überhaupt kein Problem. Weil ich bin immer ein bisschen penibel, wenn Dichtung zu Zylinder, der Übergang muss perfekt stimmen. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin überrascht gewesen, wie schön das stimmt. Und da habe ich jetzt absolut nichts bearbeitet. An dem Zylinder, das ist gar nichts gegangen. Ich will einfach mal wissen, wie läuft das, wenn man das berühmte Stecktuning macht. Die Sicherungen, etwas ganz, ganz Wichtiges. Dass die richtige Position haben.
und dass die sauber drin sind. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn es so eine Kolbenbolzensicherung raushaut. Dann ist nämlich alles am Arsch. Auch hier natürlich Zylinder immer schön ölen. Auch etwas sehr Wichtiges, Kolbenring. Also ich nehme jetzt hier immer Zweitaktöl natürlich, das was ja nachher auch drin hat. Södele, jetzt müssen wir hier die Bölzli suchen. Das stimmt jetzt nicht ganz da. Das ist besser. Der Kopf, der ist natürlich Originaldurchmesser gewesen. Leider, ich habe auf den ersten Blick gemeint, geil, kann man auch im Kerzenloch spannen, ist aber nicht so gewesen. Darum habe ich jetzt das von Hand ausgeschliffen, ich habe es vergrößert und natürlich geschaut, Quetschkante. Die ist jetzt bei rund einem Millimeter. Für ja, ich sage jetzt Rennzweck ist das gut. Wird natürlich sehr, sehr heiß. Da haben wir noch eine Dichtung dazu. Jetzt müssen wir hier schauen, da haben wir wegen dem Dekompressor die Kanäle. So. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber ich habe den Zylinder verglichen mit dem Original und das ist genau das Gleiche. Also der hat die gleiche Größe, die gleiche Größe, alles, die gleiche Gussform aussen. Das sieht halt einfach wirklich komisch aus. Ja, es verwirrt mich. Kann man ja, viele Dinge sagen im Leben. Ja, es ist so irgendwie so unstimmig. Also die Kühlrippen passen nicht aufeinander. Aber es ist wirklich so, ist der Originalzylinder unten und das ist ja der originale Kopf. Also da wäre natürlich ein bisschen Fett. Wenn man das Keramikfett bis 1200 Grad hitzebeständig. Jetzt das Ding einbauen ist eine Katastrophe, auch das Hinterrad. Da haben wir natürlich einen riesen Vergaser. Das ist ein 21er Vergaser, der die Luft hin am Rahmen holt. Und da zweifle ich sehr, sehr stark, dass das passt, weil das hat überhaupt keinen Platz da zwischen Rahmenrohr und Motor. Die Membranen, da habe ich natürlich das Aluteil kommt man rüber mit dem grösseren Einlass, aber man kommt keine Dichtung über dazu. Also kurzerhand selber Dichtungen gemacht. Das könnte man eigentlich jetzt noch anschrauben. Das finde ich echt ein bisschen Scheissdreck. Also, du hast nicht eine Schraube, die hebt, wenn der Motor draußen ist. Das finde ich ein bisschen Scheiß, aber macht nichts. Wir haben ja Hilfe. Martin, das ist Kamera Martin. Ich habe da eigentlich auch schon alles vorbereitet. Ich weiss aber nicht mehr ganz genau, welche Schrauben wo sind. Oh, aber nicht die zu lange, gell? ja. Ich habe Fotos gemacht. Ich habe nämlich jetzt vorher geschaut. Ich habe ein Foto gemacht. Dann kommt die Nachricht, Uta, kannst du mir mal ein Standbild schicken? Ja, genau. Ja, das ist ganz schlimm. Seit wir die hohen Videos machen oder seit wir filmen, mache ich keine Fotos mehr. Uta. Das sind wahrscheinlich die 4 kurzen Schrauben, nehme ich jetzt mal an. Jetzt schnell ein bisschen schmieren. Also gut. Das ist gut, kannst du runter. Das war es eigentlich schon gewesen. Das ist Hammer. Gut. Ja, aber was ist? Ah, die Zähne. Wir haben es gerade vorher darüber gehabt, über Brüllen. Brüllen, ja. Wir haben gerade gesagt, das ganze Team wird einfach nur älter. Ja, das haben... Das haben geglaubt, nein, du hast auch keine Brille. Ja, aber ich muss eben zum Teil... Aber die Schrauben sind zu lang. He? Ich glaube, er lenkt ab vom Thema. Es hat nur eine Kür, aber die ist dann zu kurz. Ja. Jawohl. Noch mehr, jetzt stehen wir aber vorne schon an. Da. Aha, ja logisch, weil die Schwingen, das ist eben der Scheiß, oder? Jetzt muss alles runternehmen. Jetzt müssen wir zuerst den Motor machen. Und dann hinten runter. Dann kommen jetzt eben die Teile, die ich ein Foto gemacht habe. Immerhin eins. Also los, jetzt, das kommt so. Das ist nachher da hinten in dem Loch rein ja. und da eine Schraube durch. So.
Aber siehst du, das ist ein hoher Scheiss. Jetzt müssen wir genau. oben runter. He? Aha. So. Jetzt müssen wir zuerst jeden da montieren. Aber kommt da vorne kommt der Motor, da können wir die eigentlich schon durch. Da kommt der Motor auch noch da durch. Warte, ich schaue jetzt noch mal schnell das Foto an. Hast du eins? Eins. Sieht man dort drauf etwas? Ja, du musst jetzt schauen. Aha. Aha. Schau jetzt. Aber hä? Das ist alles klar. Was hätten wir jetzt gemacht, wenn du kein Foto gemacht hättest? Ja, musst halt schauen. Dann hätten wir halt einfach schauen. Ach, das ist so ein... Ja, nicht zu viel. Kannst ein bisschen runter. Das ist also wirklich eine Ja, das sieht. Montagsmorgen-Konstruktion gewesen. Ah, jetzt. Oh, das ist so. Ach, jetzt wieder raus. Jawohl! Und das die mit dem... Ja, die ist auch zu lang. Das da muss da her. Ah, der kommt... Also Ja, der kommt noch so weit rauf. Das ist schon... Da kommst du gut dazu. He? Also das muss ich jetzt wirklich eingestehen. Das ist die Schau schlauer. Oh, mit diesen 3... Ja, aber wirklich. Also das ist wirklich schlimm, oder? Ja, das ist... Also gut, das ist jetzt rechte Distanz. Hey, aber das stimmt überhaupt nicht, oder? Oder, nein, nie. Nie. Da hebt gar nichts. Nein, das geht nicht. Gottverdammt. Aber der Bügel da oben macht für mich keinen Sinn. Ist das Befestigung von was? Von der Seitenschütze echt? Nein, das kann ja auch nicht sein. Wir haben jetzt Folgendes, oder? Der Vergaser, das ist eben das Monster. Jetzt sieht man schon ein bisschen, er kommt auf diese Höhe, oder? Das ist alles gut und recht, aber der Gaszugabgang, das ist das Problem, oder? Man darf den Vergaser natürlich ein bisschen schräg montieren, aber natürlich sehr, sehr minim. Das ist quasi eine Einheit, Motor und die Schwinge, oder? Weil das federt ja alles. Dann haben wir hier einen Punkt, das ist der einzige Punkt, wo Hauptrohrrahmen mit den Schwingen verbindet. Und jetzt ist eigentlich die Überlegung, wahrscheinlich ist es schlauer, wenn wir jetzt, die haben wir jetzt gelöst. Und jetzt kann man das ganze Ding jetzt lupfen, weil wir haben eben folgendes Problem. Man muss am Vergaser rankommen. Wenn man jedes Mal den Motor ausbauen muss, dass man am Vergaser rankommt, das ist nicht möglich, weil wir können die Düsen anpassen, wir können mit der Luft arbeiten und da unten haben wir den Luftfilterkasten. Also von unten kommen wir nicht her, um das zu demontieren, das Schwimmerdeckel. Tu den mal rauf. Ja, das, ja, puh. Wahrscheinlich wäre es schon gerechnet, das Ganze. Ja, wahrscheinlich ist es schlau, das nächste Mal das Ganze wegnehmen, gell? Die ganze Schwinge, Motor demontieren im ausgebauten Zustand, also dann ist das eine Einheit. Das ist ja Oberkatastrophe, oder? Kannst du noch ein bisschen höher? Hey. Nein, das ist keine Chance, da musst du vorne noch. Den musst du noch einfahren. Dann kommt halt der nachher. Ja, das ist eben da. Nein, das musst du vorher montieren. Das geht nicht. Aber dann musst du jedes Mal zum Düsenwechsel den Motor ausbauen. Hey, ich komme jetzt schon schön über. Hey, nein, das gibt es gar nicht, oder? Hey, aber dann musst du jedes Mal das Röstspiel machen zum Düsenwechseln. Das ist übel, hä? Oder einen kleineren Vergaser. Hast du wahrscheinlich wieder den grössten genommen, oder, den du rum hast? 21. Ja, das ist eben ein Set. Das Camino-Set. Das Camino-Set. Karburator, ja, kannst du loslassen. Da. Sollen wir mal runter? Da irgendeinen Plan machen. Schau, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt lupfen wir das Ding und dann ziehe ich die Schrauben aus und dann lassen wir ihn vorne runter. Dann können wir das in Ruhe begutachten. Weil das wäre eigentlich noch easy. Dann musst du hinten 2 Schrauben lösen. Nein, halt. Die hinteren können wir montieren wieder. Ah, da willst du das dann vorne und dann kann man so vorne runterlassen? runterlassen. Das ist jetzt der neueste Plan. Also, das montieren wir das wieder. Ja, genau, schau jetzt. Okay, okay, aber eben da. Darf den Kabel auch nicht zu kurz sein, sonst dann... Ja! Das ist ein rechter Hure. Wirklich schlimm. Wir haben einfach keine Ahnung, wir sind einfach der Camino-Laien quasi. Das ist es so, ja. Wahrscheinlich sollte ich jetzt zuschauen, die denken, du, was machen die anderen zwei da? Also Entschuldigung auf Belgien.
danach signifikant weniger belgische Zuschauer. Schnell den Motor montieren, haben sie gesagt. Du hast jetzt extra gesagt, dass ich schauen muss wegen der Düse, nicht wegen der Brille. Dann will ich es nachher wieder sehen, wenn ich die Lupe muss holen. Schau jetzt, das ist das ganze Setting. Da hat es noch ganz viele kleine Teile. Aber ja, das ist das ganze Gute. Danke Malossi. Das ist für den Jog. Der Jog muss ja auch noch irgendwie an. Seht ihr jetzt? Ja, das ist jetzt ein gutes Bild. Nein. Was soll ich machen? Ich kann es nicht lesen. 90. Das hat hier eigentlich noch das Rohr. Ja, Das ist eigentlich noch, oder? Also da wäre der Durchmesser. Das kommt da unten rein. Luftfilter. Den brauchst du auch nicht mehr. Nein, der kann nicht ziehen. So offen, dann machst du noch ein paar Löcher, dass das Regenwasser weg kann. Schau jetzt, da hat es irgendetwas, wie so ein Drehscheibe könnte es sein. Der kommt irgendwie dann, glaube ich, so raus, oder? Das sein. Ja, hinten raus. Ui. Schau jetzt, was ist denn das alles noch lustig? Das sind ja alles ganz lustige Teile da. Der ist schon recht kurz, also das ist schon speziell. Das müssen wir irgendwie in die basteln, das Zeug. Schau. So kann es ja nicht sein. Es muss ja irgendwie etwas mit einem Richtungswechsel zu tun haben, oder? Also mit dem Teil ist ein Bogen. Aber das ist ja für oben. Nein, das ist nicht für... Wohl, das ist für oben. Ja, schau, ich verrecke. Das geht einfach so runter. Einfach über den sauren Platz bei den Kanten rein. Ja. Aber wahrscheinlich genau nicht. Leck, ist das geil hier. Das passt jetzt nie. Und da müsste irgendeine Verbindung an zwischen da und da. Ja, aber das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Keine Chance. Oder wenn wir, was passiert, wenn wir den wegnehmen? Dann geht die ganze Scheiße auseinander, oder? Ja, vor allem die Stabilität ist ja dann noch geschweißt. Ja. Bringen wir die Innerei raus. Weißt du, nur das da? Nein, das geht ja unten geht's auch weiter. Aber dann müsste er so quasi montiert sein, oder? Irgendwo. Dann holt er die Luft von da vorne, dann ist das okay. Dann geht die Luft so rein und da wieder im Vergaser, oder? Man braucht schon Luftfilter. Also ganz weit weg von Plug and Play. Also jetzt lupfen wir das ganze Ding mal. Jetzt muss ich langsam. Ja, genau. Hebst du vorne? Ich heb vorne, ja. Ein bisschen reden, ja, ist gut. Hey, schau, das geht. Wow! Wow, ich verrecke. Mit einem Bogen, keine Chance, hast du vergessen. Aber null. Wahrscheinlich ist der kleine Bogen für da hinten. Aber es geht. Jetzt muss man sich einfach noch etwas einfallen lassen für den Vergaser. Jetzt kann man einfach die Schraube rausnehmen, dann kann man den ganzen Hobel vorne runterlassen und dann kommt man an die ganze Vergaserei an. Was natürlich ist, jedes Mal zum Düsen wechseln muss man den kompletten Stutzen demontieren mit dem Vergaser, oder? Ja, nur, es ist wie es ist. Es gibt Schlimmeres. Und Luftfiltergeschichte, ich meine, das sieht man, es ist brutal eng, aber das mit dem Pinguin, mit dem Pingu-Schnabel da, das scheint zu funktionieren. Also es langt mal vom Platz her, was ich sehr, sehr geil finde, weil ich habe schon befürchtet, man muss da am Rahmen noch irgendetwas ändern. Und Luftfilter ist natürlich noch das Thema. Das ist nämlich ein Teil von der Schwinge, also wenn man das wegnimmt, dann hat man zwei Teile. Das ist nicht möglich. Getriebe, Zahnrad, Dichtungen, kommt man alles über. Dichtungen-Motor kommt man auch alles über. Membranen kommt man über, da muss man aber die Dichtungen selber schneiden. Vergaser gibt es, funktioniert mit dem Gaszug, aber Luftfilter muss man irgendetwas erfinden. Es hätte schlimmer sein, aber natürlich auch schöner. Das ist auch ein bisschen ein Scheissdreck, finde ich. Das ist einfach pure übel, wenn du den Abziehen nicht hast. Und den habe ich nie gefunden. Ja, es ist so ein bisschen, ja, also Plug and Play ist definitiv nicht. Fast keine Wandstärke mehr. Aber für etwas haben wir ja eine Drehbank. Genau, also das geht auch. Wir können nachher führen. Wir sind natürlich jetzt ganz... Ja, das geht. Ja, das passt. Okay. Und ich würde sagen, Martin, wie gefällt es dir bei uns? Sehr gut. Wird immer spannend. Ja. Das ist geil, oder? Also so fuchst man sich einfach rein. Das ist ja immer, irgendwann fängst du mal an. Das ist so, ja. Bis jetzt haben wir es noch nicht auf der Liste, wo wir es anbieten, aber ich denke, wir nehmen das drauf, weil
Ich glaube, die kann man noch richtig giftig machen, die Dinge. Wir sind gespannt. Ihr werdet es im nächsten Video erleben, ob wir die aufnehmen in unsere Angebotsliste oder nicht. Je nachdem. Es geht auf jeden Fall weiter. Honda Camino. Und ich würde sagen, macht's gut. Und danke fürs Zuschauen. Ja. Tschüss. Ciao miteinander. Also, wir haben hier eine Einheit. Eine Einheit. Ja.